Neulich war ich bei einer Freundin zu Besuch und ganz in der Nähe in Konstanz war gerade Seenachtfest. Da dachten wir uns, machen wir kurz einen Abstecher und schauen mal, was da so geht. War jedenfalls eine super Idee, mit dem Auto hinzufahren, haben erstmal 1,5 Stunden lang einen Parkplatz gesucht und dann wollten wir mit dem Bus zum Festival fahren, aber an der Haltestelle hat uns so ein Rikscha-Fahrer abgefangen und wollte uns mitnehmen. Ihr wisst schon, diese Spinner, die nicht nur freiwillig Fahrrad fahren, sondern auch noch problemlos mit 2 fetten Touristen im Schlepptau durch die ganze Stadt strampeln. Wir dachten uns, das wäre doch bestimmt angenehmer und spannender, als in einem überfüllten Bus rumgeschaukelt zu werden. Der Fahrer, nennen wir ihn mal Olaf. Ja, das ist richtig. Günther. Von dem muss ich euch erstmal kurz ein Bild malen. Ein dünner Typ mittleren Alters mit grauen Strähnen im Haar, hellblauem Polohemd, Speedo-Fahrradhosen und einer Kapitänsmütze. Der sitzt auf seiner knallgrünen Rikscha, die mit Werbung für Handtaschen bedruckt ist. Hebt euch dieses Bild für später auf. Olaf war erstmal ganz nett, hat uns ein bisschen über die Stadt erzählt und Smalltalk gemacht, aber dann hat er angefangen, uns ständig ihr Hübschen und ihr Süßen zu nennen. Und dann wollte er uns später auf ein Bier einladen. Wir haben nebenher stumm per Chat besprochen, dass wir voll keinen Bock auf den Typen haben, aber ich hatte Schiss, wenn wir Nein sagen, dass er uns dann entweder am Arsch der Welt rauslässt oder uns einfach viel zu viel berechnet. Deshalb haben wir erstmal nett Ja gesagt, dann musste ich ihm meine Nummer geben und wir meinten, wir melden uns dann nachher nochmal. Er hat uns übrigens noch erzählt, wenn wir das Feuerwerk abends sehen wollen, dann müssten wir uns auf dem Festivalgelände ganz früh schon einen Platz suchen, weil sonst alles brechend voll sein wird. Oder wir kommen gegen Abend raus, trinken mit ihm ein Bier und dann zeigt er uns die schönsten geheimen Orte, an denen man das Feuerwerk ganz allein betrachten kann und danach können wir auch gern bei ihm übernachten. Ja, danke, ne? Wir gehen dann jetzt mal aufs Festival. Die 25 € Eintritt haben sich überhaupt nicht gelohnt, außer vielleicht dafür, dass der Olaf keine 25 € zahlen wollte und wir deshalb auf dem Gelände vor ihm sicher waren. Eigentlich gab es nur Fressstände, Bier in Plastikkannen und Musikbühnen, auf denen ein runzliger Mann in Lederjacke und mit Cowboy-Hut Rocksongs covert. Wir sind etwa eine Viertelstunde auf dem Gelände, da schreibt mir Olaf schon eine Nachricht. Und in den folgenden Nachrichten hat mich eines ganz besonders aufgeregt. Achtet mal darauf. Sagt nachher mal Bescheid, wo ihr gelandet seid. Ich mache in circa 2 Stunden Feierabend. Schickt doch mal ein Bild, wo ihr seid, dann habe ich eine Orientierung. Wir können uns um 21 Uhr treffen. Handy aus, kein Empfang, ruf mich mal an. Das sind alles keine Fragen, sondern Aufforderungen. Sag Bescheid, mach ein Bild, ruf mich an. Wir hatten übrigens ungelogen richtig miesen Internetempfang da unten und ich hatte voll keinen Bock, wie so eine Irre mit hoch erhobenem Handy nach Netz zu suchen, damit ich dieser Dumpfbacke schreiben kann, dass wir echt auf ihn verzichten können. Dann hat er mir eine SMS geschrieben. So. Lasst uns um 21 Uhr treffen. Ich zeige euch die besten Stellen für das Feuerwerk. Wird ein lustiger Abend. Wir erleben was zusammen. Ruf mich mal an. Okay, das klingt schon ziemlich arrogant und albern, aber merkt ihr, wie es weitergeht, dass er überhaupt nicht mehr fragt, ob wir Lust haben, wo oder wann wir uns treffen, sondern er beschließt es einfach für uns und präsentiert uns das als Tatsache. Ich habe mir dann noch ein Herz gefasst und ihm meiner Meinung nach sehr freundlich geschrieben, dass wir kein Interesse haben. Darauf kam dann das hier. Sicher? Hat sich vorhin noch anders angehört. Ich beiße nicht. Aber gut, dann habt noch viel Spaß. Hätte ein schöner Abend zu dritt werden können. Lasst uns doch mal in Ravensburg oder Konstanz zu dritt treffen. Schade, ihr beiden Süßen. Dachte eigentlich, ihr fandet mich auch interessant zum Kennenlernen und Spaß haben. Mir ist gerade beim Lesen schon ein bisschen was hochgekommen. Schade, ihr beiden Süßen. Hätte ein schöner Abend zu dritt werden können. Wir beiden Süßen aber hatten ganz ohne Olaf, und das glaubt man kaum, tatsächlich doch noch Spaß und einen netten Abend und wir haben es sogar ganz ohne ihn geschafft, das Feuerwerk anzuschauen. So, Samstag war das Fest. Montagmorgen wache ich auf und werde von dieser Nachricht begrüßt. Dann halt nicht. Hätte für dich eine Chance sein können, einen erfahrenen Mann kennenzulernen. Und tschüss.